Lukas, was machst du da? Mach die Vorhänge wieder zu. Das Licht brennt in meinen Augen. Ich bin ein Vampir am Sonntag. Guten Morgen, Anna. Raus aus den Federn. Mach den Fernseher aus. Schau nach draußen. Die Sonne scheint, die Vögel singen. Es ist der perfekte Tag für einen Spaziergang. Ein Spaziergang? Hast du auf die Uhr geschaut? Es ist Sonntagmittag. Das ist die heilige Zeit für Netflix, Pizza und das Sofa. Ich bewege mich heute keinen Millimeter. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas und ich versuche heute einen sehr faulen Menschen in die Natur zu bringen. Und ich bin Anna. Ich werde gezwungen, das Haus zu verlassen. Heute sprechen wir über ein sehr seltsames deutsches Hobby, das Spazierengehen. Anna, du musst die deutsche Kultur verstehen. Der Sonntagsspaziergang ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Institution. Nach dem Mittagessen gibt es Kuchen. Und nach dem Kuchen muss man nach draußen. Die ganze Familie geht spazieren. Aber warum? Ihr habt doch alle Autos und Fahrräder. Warum lauft ihr ohne Ziel durch die Gegend? Das ist nicht logisch. Es geht nicht um das Ziel, der Weg ist das Ziel. Wir machen das, um frische Luft zu schnappen. Wir machen das, um das Essen zu verdauen. Es ist gut für den Körper und gut für die Seele. Na gut. Wenn ich die deutsche Kultur lernen will, muss ich wohl mitkommen. Aber ich warne dich, wenn ich müde werde, musst du mich tragen. Okay, wir sind draußen. Ich muss zugeben, die Luft ist wirklich frisch. Also, Lukas, wir wandern jetzt, richtig? Nein, Anna, wir wandern nicht. Wir gehen spazieren. Das ist ein riesiger Unterschied in Deutschland. Was ist der Unterschied? Ich bewege meine Beine. Ich bin draußen. Also wandere ich. Ein Spaziergang ist kurz und entspannt. Man geht durch den Park oder durch die Stadt. Man trägt normale Kleidung. Es dauert vielleicht eine Stunde. Wandern ist Sport. Man geht in die Berge oder tief in den Wald. Man braucht Ausrüstung, einen Rucksack und man läuft oft den ganzen Tag. Gott sei Dank. Dann bin ich froh, dass wir nur spazieren gehen. Fürs Wandern habe ich heute keine Energie. Lukas, hast du das gehört? Der Himmel wird dunkel. Es sieht nach Regen aus. Lass uns schnell zurückgehen. Wir drehen nicht um. Ein bisschen Regen hat noch niemandem geschadet. Kennst du nicht den berühmtesten deutschen Satz über das Wetter? Wenn es regnet, bleib im Bett. Nein, der Satz lautet, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Natürlich. Das klingt so typisch deutsch. Aber meine Kleidung ist definitiv falsch. Ich trage Stoffschuhe und keine Jacke. Liebe Zuhörer, diesen Satz müsst ihr lernen. Sprecht mir nach. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Jetzt, wo ich dich genau ansehe, Lukas, du siehst gar nicht aus, als würdest du in den Park gehen. Du siehst aus, als würdest du den Mount Everest besteigen. Was meinst du? Ich trage nur meine Funktionsjacke. Eine Funktionsjacke mit 15 Taschen. Sie ist leuchtend gelb und sie knistert, wenn du läufst. Warum tragen in Deutschland alle diese Outdoor-Jacken in der Stadt, sogar beim Einkaufen im Supermarkt? Weil sie praktisch sind. In B1 müssen wir Argumente nennen. Die Jacke ist wasserdicht, der Regen bleibt draußen. Die Jacke ist atmungsaktiv, man schwitzt nicht. Und sie schützt vor Wind. Sie ist perfekt. Aber sie ist nicht schön. In Italien trägt man einen eleganten Mantel. In Deutschland trägt man eine neongelbe Zeltjacke. Schönheit ist relativ. Trocken bleiben ist ein Fakt. Lass uns die Vokabeln für die Ausrüstung wiederholen. Die Jacke schützt vor Wasser. Sie ist wasserdicht. Die Jacke lässt Luft an den Körper. Sie ist atmungsaktiv. Wenn wir richtig wandern gehen, brauchen wir feste Schuhe. Das sind die Das sind die Wanderschuhe.
Wir sind jetzt im Wald. Es ist wirklich friedlich hier. Lukas, lass uns Grammatik machen. Warum gehen die Menschen in den Wald? Dafür nutzen wir in B1 die Finalsätze. Sie drücken ein Ziel oder einen Zweck aus. Wenn das Subjekt in beiden Sätzen gleich ist, nutzen wir zu plus Infinitiv. Beispiel: Ich gehe in den Wald. Ich möchte mich entspannen. Daraus wird: Ich gehe in den Wald, um mich zu entspannen. Ah, ich verstehe. Ich trinke Kaffee, um wach zu werden. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Hervorragend. Das zu steht immer direkt vor dem Verb am Ende. Aber was passiert, wenn die Personen verschieden sind? Beispiel: Ich gebe dir meine Jacke, du sollst nicht frieren. Das Subjekt 1 ist ich, das Subjekt 2 ist du. Hier können wir zu nicht benutzen. Wir müssen damit benutzen. Ich gebe dir meine Jacke, damit du nicht frierst. Das Verb steht bei damit auch am Ende. Ganz genau. Noch ein Beispiel. Der Vater geht leise, damit das Baby weiterschläft. Liebe Zuhörer, wir testen das jetzt. Entscheidet zu oder damit. Ich lerne jeden Tag Vokabeln. Mein Wortschatz wird größer. 2 verschiedene Subjekte. Ich, mein Wortschatz. Ich lerne jeden Tag Vokabeln, damit mein Wortschatz größer wird. Wir gehen spazieren. Wir wollen die Natur genießen. Gleiches Subjekt. Wir. Wir gehen spazieren, um die Natur zu genießen. Ich nehme einen Regenschirm mit. Ich werde nicht nass. Gleiches Subjekt. Ich. Ich nehme einen Regenschirm mit, um nicht nass zu werden. Perfekt. Das ist sehr wichtiges B1-Niveau. Lukas, schau dir diese großen Bäume an. Das Licht fällt durch die Blätter. Es sieht aus wie in einer grünen Kirche. Ich verstehe langsam, warum ihr das so liebt. Der Wald hat in Deutschland eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nicht nur ein Ort mit Bäumen. Es ist ein Ort der Romantik. Ein Ort der Mythen und Märchen. Märchen? Du meinst die Brüder Grimm? Ja, genau. Denke an Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel. Die Geschichten spielen immer im dunklen, tiefen Wald. Im 19. Jahrhundert, in der Epoche der Romantik, haben die Dichter und Maler den Wald entdeckt. Es gibt ein deutsches Wort, das man fast nicht übersetzen kann. Das Wort heißt Waldeinsamkeit. Waldeinsamkeit. Wald ist Forest, Einsamkeit ist Loneliness. Ist das etwas Trauriges? Nein, überhaupt nicht. Es beschreibt das friedliche Gefühl, wenn man ganz alleine im Wald ist. Man hört nur die Natur, keine Autos, keine Telefone, man spürt eine tiefe Verbindung zur Welt. Es ist eine positive Einsamkeit, eine Heilung für den Kopf. Das ist wunderschön. Ich fühle diese Waldeinsamkeit jetzt gerade. Ich denke nicht mehr an mein Sofa, ich denke nicht mehr an Netflix. Ich bin einfach nur hier. So, wir sind wieder zurück in der Zivilisation. Wir sind fast 2 Stunden spazieren gegangen. Anna, sei ehrlich, wie fühlst du dich? Ich muss einen Fehler zugeben, Lukas. Du hattest recht. Meine Wangen sind rot, mein Kopf ist völlig klar. Ich fühle mich großartig, viel besser, als wenn ich auf dem Sofa geblieben wäre. Das sage ich doch immer.
Die frische Luft ist die beste Medizin. Und jetzt hast du dir deinen Sonntagskuchen wirklich verdient. Oh ja, ein großes Stück Käsekuchen, um die verlorenen Kalorien zurückzuholen. Bevor wir Kuchen essen, fassen wir die wichtigsten Vokabeln für unsere Zuhörer zusammen. Der Spaziergang. Frische Luft schnappen. Die Funktionsjacke. Wasserdicht und atmungsaktiv. Die Waldeinsamkeit. Sich entspannen. Liebe Zuhörer, das ist eure Hausaufgabe für heute. Nehmt ein Stück Papier und einen Stift. Schreibt über eure Gewohnheiten. Geht ihr gerne in die Natur? Geht ihr gerne spazieren? Schreibt 3 Sätze und benutzt die Grammatik von heute. Zu oder damit. Zum Beispiel, ich gehe in den Wald, um Vögel zu beobachten. Oder, ich kaufe gute Schuhe, damit meine Füße nicht wehtun. Macht Fehler, das ist egal. Das Wichtigste ist, dass ihr die deutsche Sprache benutzt. Und wenn das Wetter schlecht ist, denkt an den deutschen Satz. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Danke fürs Zuhören. Zieht eure Jacken an, geht nach draußen und atmet tief durch. Bleibt gesund, lernt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Spaß beim Spaziergang. Auf Wiedersehen.